porous polydimethylsiloxanes and their... Warte mal, das war falsch. Und von nun an und für geraume Zeit wird es auf der Welt keine Sieger mehr geben, sondern nur mehr Besiegte. Das Bedürfnis, einen Mann an die Spitze des Ganzen zu stellen, wird von uns nicht empfunden. Bitte merken Sie sich die Zahlen 270853. Es geht hierbei auch um eure Sicherheit. Die Frauen, die Opfer, haben sich nicht getraut, über das Thema zu reden. Ich freue mich darauf, Antworten zu finden auf Fragen, die vielleicht noch keiner gestellt hat. Ich habe mich beschäftigt mit dem reellen projektiven Raum, der Kleinschen Flasche und dem Torus. Also ich habe mich in meiner Arbeit mit der Analyse von Lehr- und Lernprozessen beschäftigt. Hydrophobie ist ein ernstes Thema. Ich habe mich mit der Hydrophobie, also der Angst vor Wasser, beschäftigt. Ja, also Amalie Sieveking ist für mich eine ganz besondere Frau, weil sie zum einen, sie labert nicht. Nudging bedeutet so viel wie schubsen. Das heißt, jemanden in die richtige Richtung lenken, indem man ihm etwas initial mitgibt. Combat Women oder im Deutschen auch Trostfrauen waren junge Mädchen und Frauen, die von dem japanischen Militär im Zweiten Weltkrieg systematisch verschleppt wurden und zur Prostitution gezwungen wurden. Behavioral mechanisms of cognitive control, injectors, similarity and differences between working memory and attention. Bei mir ging es um Sicherheit in Systemen, die generative KI einsetzen. Chris Patten and Hong Kong's tour towards democratization in the 1990s. Bauernkircher hat ausstehende Schulden beim Kaiser gehabt für jahrelang Dienst als Söldner und der Kaiser wollte die eben nicht auszahlen. Und nach gescheiterten Verhandlungen war die Fehde das letzte Mittel, was Bauernkircher dann offen blieb. Sensitivitätsbasierte Bewertung geometrischer Abweichungen von Wabenstrukturen aus modularen Betonfertigteilen. Brecht zu gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat über die Rezeption von Brechts Maßnahme in Heiner Müllers Bearbeitung des sozialistischen Realismus. Bei mir geht es um Kartelle. Ich habe den Inhalt dieser Norm analysiert, insbesondere auch unter Berücksichtigung europäischen Einflusses. Ich habe mich mit der Legierungsentwicklung von Nickelbasis-Superlegierungen beschäftigt. Sie wird immer sehr stark mit diesem Konzept der Pflege und der Sorge um andere, also Care-Arbeit, das, was Frauen können, das wird gesehen. Aber die andere Sache, dieses Theologie schaffen, dieses Schreiben, wissenschaftliches Arbeiten, Bibelauslegung, das wird nicht gesehen. Und da habe ich mir angeguckt, dass eine anfänglich sehr kleine Bewegung von Frauen aus Korea, als aber auch von Japan, also auch aus dem Staat, wo die Täter herkommen, dass die sich zusammengesetzt haben, gesagt haben, das ist ein Thema, das müssen wir aufdecken. Wir wollen, dass Japan sich entschuldigt. Und das Ende der Fehde war auch schon absehbar. Es gab schon ausgehandelte Verträge, an die sich der Kaiser erneut nicht gehalten hat. Es gab eine weitere Verhandlung und Bauernkircher ist dahin gereist, hat am selben Tag, an dem er an dem Ort angekommen ist, ich meine, es war Graz, abends den Kopf abgeschlagen bekommen. Wir suchen Materialien, die man in Turbinen, in Rohren, in Kraftwerken oder auch in Automotoren einsetzen kann, überall, wo extrem hohe Temperaturen sind. Unser Experiment sah so aus, dass die Dohlen auf einem Bildschirm Farben gesehen haben, die sie sich merken sollten. Diese Farben sollten sie dann später auf einem Farbkreis auswählen und wenn sie die korrekte Farbe ausgewählt haben, haben sie dafür eine Belohnung bekommen. Ich habe in meiner Arbeit mir die Erwartungen von Studierenden an den Einsatz von Learning Analytics angeschaut, an den Nutzen und an die Ethik und an die datenschutzrechtliche Ausrichtung. Wenn man zum Beispiel einem Chatbot wie zum Beispiel ChatGPT ein Geheimnis erzählt, dann ist es relativ leicht, mit bestimmten Angriffsmustern diese Geheimnisse diesem System wieder zu entlocken. Da waren wir jetzt mit der Masterarbeit und auch den Forschungsprojekten, die darauf aufbauen, tatsächlich relativ Cutting Edge neu mit dabei und haben da ziemlich bahnbrechende Sachen mit rausgefunden. Und meine Aufgabe war es quasi, aus diesem qualitativen Begriff Nachhaltigkeit ein messbares Tool den Unternehmen mit an die Hand zu geben. Die Beschichtungen, die wir herstellen, sind eben total breitbandig einsetzbar, zum Beispiel in einem Stent im menschlichen Herz. Aber gleichzeitig kümmern wir uns auch um Coatings für Tanker, die über die Weltmeere fahren. Das ist super hochspurig, das ist Grundlagenforschung. Es war jetzt nicht die beste Zeit meines Lebens. Ja, also Probleme gab es generell, also immer. Ich hatte unglaubliche Angst vor der Masterarbeit. Du hast gekämpft an der Front des Bürgerkriegs. Der Feind hat keine Schwäche gefunden an dir. Wir haben keine Schwäche gefunden an dir. Weil die Notstromprobe von der Universität durchgeführt wurde und wir gerade mitten in einem Experiment waren, was dann leider abgebrochen werden musste, weil der Strom einfach weg war. Man hatte unglaublich viele Namen, wo man erstmal gucken musste, hey, wer ist das denn jetzt schon wieder?
wieder und das ist auch wieder ein Sieveking und hängen die zusammen. Ich habe zu der Zeit in einer Kanzlei gearbeitet, auch im Bereich Kartellrecht, und ich habe halb in der Kanzlei gewohnt. Ja, und am Ende war das dann doch wieder eine Punktlandung, weil ich noch eine Stunde vor Abgabefrist einen Fehler, einen teilweise wirklich fatalen Fehler korrigieren konnte. Ja, erstmal fällt der Druck ein Stück weit von einem ab, weil das Ding kannst du im Kopf abhaken. Ja, also ich glaube schon, dass ich froh war, aber es gab auch so ein Stück, so, ja, bin ich wirklich schon fertig? Das fühlt sich nicht so ganz wahr. Es war irgendwie so surreal, wenn man die ganze Zeit dran gearbeitet hat und dann war es von einem Klick auf den anderen was fertig. Es ist natürlich immer schön, nicht nur an spannenden Sachen zu forschen, sondern wenn man auch sieht, dass diese Sachen, an denen man forscht, auch tatsächlich einen Einfluss auf unsere aktuelle Welt hat. Für mich eine absolute Fundgrube, wo ich einfach nicht genug von kriegen kann. Da was zu entwickeln, was ja möglicherweise in Zukunft in der Bauwirtschaft genutzt werden könnte. Ohne ein Gewaltmonopol, ein unparteiisches Gewaltmonopol, das dann Urteile auch entsprechend durchsetzen kann, bleibt nichts über. Ich finde das alles super spannend. Ich finde, Dohlen sind unfassbar faszinierende Tiere. Vor allem auch dieser Aspekt, dass man eben Ähnlichkeiten findet zu Menschen, um eben auch zu sehen, okay, ja, evolutionär gesehen muss das irgendwas Relevantes sein. Und am Ende hat man eben was Handfestes, wo man dran glauben kann, Beweise, die eben stimmen, die man dann auch verstehen kann. Die Legierung, die ich erforscht habe, ist demnächst dann erhältlich und hat wirklich eine Anwendung. Und Wissenschaft ist auch eine Teamarbeit und die Arbeit wäre ohne das Team, was so im Hintergrund war, ohne meine Freunde, ohne den Doktoranden, die wäre nie so gut geworden und ich hätte das auch gar nicht geschafft. Mein Lieblingsplatz an der Rupp. Ich mag gerne hinten bei der Mensa zu sitzen und einen Ausblick auf die Wiesen und die Berge. Ich komme aus dem Norden, da ist nicht so viel andere Berge, also ich bin schon bergig. Oh, wenn das so ist, dann habe ich doch aktuell eine Lieblingsecke an der Ruhr. Und dort hatte ich ganz viel Hilfe gekriegt für meine Abschlussarbeit, und zwar Schreibzentrum in UB. Für mich ist ganz klar die Mensa der beste Ort an der Ruhr-Universität, mit natürlich den Nudeln mit vegetarischer Bolognese-Soße. Die ist sogar besser als die normale, ja. Pathogen-resistant, slippery, liquid and fused, porous, polydimethylsiloxane surfaces and their potential for biomedical applications.